Der Jimmy da? Jetzt geht, der macht erst live in 2 Minuten. Nee, Jimmy hat es von dir gekriegt, aber er meint, wir sind ja erst in 3 Minuten online. Hä? Der Datentarif sparen oder was? Weiß ich nicht. Hey, Fuckers. Soll bitte Querformat machen, Trottel. Patrick, can you hear me? Can you hear me, Jimmy? Yeah, I can hear you good. Yeah, You want it sideways? Horizontal, please. Landscape, We're not Instagram, we are videoing. Yeah. Yes. Oh. I cannot see you. Nee. Can you see my video? Ja. Das sehen wir. So you will get your your Weg. info from. Der ist weg. Jimmy mit seiner Datenvolumen. Was willst du jetzt? Willst du dich Gut, dann da gehe oben ich gleich hier hinsetzen? auch mit dem Willst du dich ein bisschen Kontrollen- bewegen oder wollen wir uns da hinsetzen und ich oder du sitzt da und Also wir haben It's Touren. my phone. I just dropped my phone, so all good. So we're back online. From Tom, not from me. Ja, aber das wird er ihn doch nicht. Ja. Ja, aber das wird er doch nicht. Wir hören uns. Yeah. Yeah. It's all a little bit difficult with me because I use my internet through with Brave browser, not the Safari. So Hallo. I can't hear. Okay, yeah. You're on delay. 1, Herzlich 2, willkommen 3. hier Nimbus T11 auf unserem ersten Livestream. Den haben wir letztens leider das Video nicht korrekt hochgeladen, sondern ist im Live gelandet und deswegen glaube ich, sind auch heute relativ wenig Leute, die hier live dabei sind. Wir haben auch relativ wenig Fragen, aber wir haben trotzdem ein paar kleine Highlights, die wir auf jeden Fall zeigen möchten, die wir bis dato noch nicht so genannt haben. Wir haben zum Beispiel, das ist interessanter zu machen, den auf Mallorca auf einer T11 mit einem besonderen Setup in Mallorca fahren ist, beziehungsweise von Hannover rein. Und das Boot ist Strecke nach Stuttgart. I can hear it. Mallorca, welches auch Bootsgebot ist und mit dem Kopf diese Außenborde ausgestattet ist. Das ist schon auf das fahren wollen. Beziehungsweise auch als Charterboot. Und wie gesagt, man kann jetzt live Fragen beim Jimmy, das ist unser erster Test in der Art und Weise, live zum Jimmy stellen. Ich weiß, können wir mal zum Jimmy aufs Schiff Sind wir? Sind wir? Wir sind schon live. Jimmy, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, okay. Hey, Patrick. I cannot see you, but how's the weather in Mallorca? How's it going? Yeah, it's good. Wait, I'll just pass the camera to Coffee. Here, Coffee. Oh God, you need still can to hear. clean up. Okay, yeah, we're just putting the fenders in. So it's about 15 degrees. Today, as you can see, the weather's got quite good. There's ein schönes Tag hier. Wir hatten am Hafen in Calanova. Und genau, wir jetzt auf dem T11 mit den beiden Diesel-Außenborder-Setup. Das ist wie ein Tender-Setup. So jetzt wir gehen raus auf in Palma auf dem Bay. Wir machen die Fenders rein. So ja, wir gehen vor eine schnelle Probefahrt. Can you hear me, Patrick? Yes, I can hear you. Yeah. So we're gonna go out. We have Palma over there. That's Palma area, Arenal, and then over here we had Jetas. Das ist die hier hinten. We had the Portals now auf dem rechten Seite. Get your fenders in, get rolling. Yeah. Okay. So wir gehen mal rein, bevor der Jimmy da in Mallorca ready to go ist. Wir hier zweimal V10. Es sind 5,7 Liter Saugermotor. Das heißt, wir haben wieder Kompressor Turbo. Hast du den Livestream und Pin und Fragen können? Sauger und der Motor ganz neu. Der Jimmy noch auf der Messe. Der Motor ist extrem leicht. Ja, eine dreistellige Maschine, wo der V8 bei 297 liegt. Das ist absolut Marke oder Branche Primus, was Merkel an den Tag gebracht hat.
im Vergleich jetzt auf Mallorca das gleiche Schiff, die gleiche Vorstellung, den zwei Box Außenborder. Ist Jimmy ready to go? Also, ja, wir haben eine Frage. Das habe ich ja gerade schon gesagt, der Motor, ich gerade schon erwähnt, hat nur 330 Kilo, das heißt wir haben 60 Kilo mehr im Vergleich zu den Fragen. Wobei die T11 an sich mit mehr Gewicht sehr gut klarkommt. Wir haben ja schon mehrmals ein Gyro installiert oder auch ein großes Batteriepack, das heißt etwas mehr Gewicht im hinteren Schiff, das ist mit dem Schiff sogar relativ gut. Jimmy ist raus. Rausgeflogen, oder? Okay. Aber nix. Schade. Aber ich glaube, das lag daran, dass wir gestern nicht. Hä? Ja, ja. Also, ich wollte also auch noch ein paar Fragen reinkommen. Was kann ich denn? Macht immer den Kanal für dich da rein. Wie ich gesagt habe, wir haben das neue Eco-Deck. Wo kommt denn der? Das Ist ja nicht das als Alternative zum Team-Deck zu wählen ist. Da bin ich ganz gespannt drauf. Also nochmal Bootsclub Mallorca bzw. Charter. Die T11 kostet, Tom, kannst du gerade was zum Bootsclub sagen? Wie man die T11 von Mallorca fahren kann bzw. chartern kann. Was kostet die T11 ein ganzes Jahr in Mallorca zu uns? Wir haben ja die T11 da mit dem Setup mit den zwei Diesel-Cox-Außenbordern. Die ist bei uns in dem Membership Level XL nennt sich das. Das heißt, wir haben unlimitierte Zukunft das Jahr. Die kostet im Jahr 29 Euro. Das ist ganz schön viel Geld, oder? Das ist natürlich alles inklusive. Reinigung, wir machen alle Kosten. Was kostet der Kopf? 16 Euro im Monat. Also der Liegeplatz bei 20 Euro. Jimmy's back again. So, you there, Patrick? Yeah, I can hear you. Okay, all good. Can you I'm just just standing by, yeah? Yeah, can you just go full throttle and Koffe is filming the helm so we can see the fuel consumption and as well Okay. the speed with the diesel outboards on the T11, please. Okay. Yeah, I can hear him, yeah. Sorry, Patrick, just let me... Jimmy? Yeah. Can you just... So I cannot get the consumption on the big plotter. I can get it down here for you. So we're gonna do now about 15 knots, about 10, 15 knots. And the boat's
pretty much on the plane, you can see. And we're doing now, so it's about 56.8 liters an hour with both engines. Is that correct? Yes. So we'll go up to full speed. I think the boat will do about 38, 40 knots. So the hull's clean. Can you still hear me okay? Yes, absolute. As you can see, so now we're doing 31 knots. At 31 knots now, full speed, we're doing about 147. You can just about see it. Liters an hour. So we're going to get the boat flat. And you can see it's quite comfortable. We're not we're doing about 37 knots now. And we're doing about 150 liters an hour. See? I don't know if it's clear. Can you hear me? Can you describe a little bit, go down with the speed and describe a little bit the feeling, how it is to drive the boat with a diesel engine? Yeah, it's so I'll bring the boat down to about 30 knots. It's like a good cruising speed. Yeah. So, what is the consumption then on this cruising? Yeah, so let me just bring it up again. So yeah, about 20, 22 knots, 25 knots. It's just under 100 liters an hour, doing 25 knots, 26 knots, and that's like a comfortable cruising speed for this boat. It's fully planing, and yeah, it's not too windy, so you can have conversations in the cockpit area. And with the diesel setup, the feeling is it feels more like a ship. It's a bit more I would say more sturdy. It feels more robust. You still have the sportiness of the fuel engines. The sound issue is they're not much noisier than the fuel setup. And you can see now we're doing 30 knots. I have my trim tabs. I have the Humphrey system with the tabs out a little bit. We're doing about 30 knots, and we're on about 89 liters an hour of diesel now. Okay. Cool. Okay. So yeah, the whole feeling is it's a small boat. Even it's 11 meters, it still feels like a big ship, not like a super yacht, but having the sportiness of the small boat and having the torque of a big boat. So you can really, with the torque of the diesel engine, you can really throw around about this side as well. I guess that's something that you could say. That's the biggest thing that I have compared to the petrol engines. And then obviously you have the consumption, also is better with the diesel, and the safety aspect of it as well. And then obviously on the tender setup, you have the better refueling of the boat, much easier. So what else you want to ask me regarding on the T11? Now we're on here out in the water. Anything you want me to do? No, nothing. Thanks a lot, Jimmy. That was the first test, with you being in Mallorca. We are here on the boat show. We have some tone problem. Your tone is perfect, but we have some speaker or microphone here on the stand. So I have to stay next to Michi because this micro is working. Our internal one not. So yeah. Yeah, I can hear you good. So it's good to have the first step and hopefully many more. Any questions we're having? We're having a question regarding the interior. Also, es gibt eine Frage zur Ausstattung von der Nimbus T11 bezüglich Klimaanlage, wie die eingebaut wird, wo die eingebaut wird. Also es gibt zwei Versionen der Klimaanlage. Es gibt einmal die original verbaute, das ist eine Webasto.
wobei wir in Traben-Trarbach entschieden haben, eine Ultraflex WLR heißt die Variable Speed hat. Und so kann man, wenn man ein Lithium-Ionen-Pack dazu macht, kann man ohne Probleme die ganze Nacht auf Batterien die Klimaanlage durchgehend laufen lassen, auch auf einem sehr niedrigen Geräuschniveau, weil die eben der Speed oder die Geschwindigkeit variabel ist und dadurch sehr wenig Strom verbraucht im 12-Volt-Bereich. Und das ist dann klimatisiert, ist dann die Eignerkabine und die Gästekabine. Wir haben auch schon einmal mit dem Kunden realisiert, sogar noch den Fahrstand, wobei das natürlich ein bisschen tricky ist. Das ist ja ein komplett offener Raum, da wird man halt nur von kalter Luft ein bisschen angeblasen. Haben wir irgendwas? Es gibt keine Fragen. Ja, okay. Dann war das der erste Versuch mit einer schlechten Vorbereitung in Bezug, dass gestern das Video nicht geklappt hat. Aber nochmal, das ist unser Setup hier. Und ja, Michi haben wir jetzt auch mal endlich auf der Kamera hier. Und eben der Live-Gehen bei der Premiere von Axelbad hat super funktioniert. Gleich gibt es ja hier die Premiere bei Nimbus. Und da werden wir hoffentlich unseren Ton wieder voll am Laufen haben. Vielen Dank und bis gleich. Thanks, Jimmy. Bitte abgekackt und dann kriegen wir den Ton mehr.